Im Notfall zählt jede Sekunde. Und genau dann entscheidet sich, ob ihr das richtige Erste-Hilfe-Set mit habt oder nicht. Bleibt also dran, wir schauen uns jetzt diverse Sets an. Moin, heute haben wir wirklich alles dabei, vom kleinsten Erste-Hilfe-Set bis zum First Responder, und wir werden uns genau die Inhalte anschauen und dann beurteilen, wozu die wirklich gut sind. Ganz zum Schluss vergleichen wir das Ganze auch nochmal mit einem herkömmlichen Verbandspack aus dem Auto, um dort die Unterschiede festzustellen. Und natürlich werden wir auch klären, was die einzelnen Erste-Hilfe-Packs kosten, damit ihr auch ungefähr einen Vergleich habt, wie viel ihr da für euer Geld bekommt. Nehmen wir uns erstmal das kleinste vor, das kommt von Tasmanian Tiger daher, kann am Gürtel befestigt werden, hat einen 2-Wege-Reißverschluss und noch eine Klettfläche mit Patch. Könntet ihr zur Not aber auch eure Blutgruppe drauf patchen. Hier haben wir eine Zeckenzange, einen Verband, kleinere Pflaster, Leukotape und nochmal Wundpflaster, die ihr zurechtschneiden könnt. Und das war's. Dabei handelt es sich also um eine Minimalversorgung, wenn ihr vielleicht eine Fahrradtour macht oder mit eurem Sohnematze auf dem Spielplatz seid, dass ihr euch schnell mal um eine kleine Blutung kümmern könnt. Das Ganze kostet etwas über 20 €, ist da schon im gehobenen Preis, aber ihr kriegt natürlich auch eine Tasche mit 2 Einschubfächern und hinten der Gürtelaufnahme dazu. Das müsst ihr natürlich selber wissen, ob euch das Ganze das wert ist. Kommen wir jetzt zu einem klassischen Erste-Hilfe-Pack, wie man das kennt, auch wieder mit 2-Wege-Reißverschluss, hinten einer Gurtschlaufe, um zum Beispiel auch an Mollesystem oder am Gürtel befestigt zu werden, und einem, wie gesagt, umlaufenden Reißverschluss. Schauen wir mal rein. Auch hier habt ihr einige Unterteilungen und Einschubfächer, habt einen kleinen Verband, Reinigungstücher, nochmal Einweghandschuhe, eine kleine Schere, dazu das sogenannte Endlospflaster, was ihr dann eben auseinanderschneiden könnt, und einige Sicherheitsnadeln. Auch hier kann man ganz klar sagen, absolute Grundversorgung für den Notfall. Ihr könnt eine leichte Wunde eben schließen mit Pflastern oder dann eben noch unterstützend mit einem kleinen Verband. Ihr könnt ein bisschen was reinigen, das sind allerdings auch keine Desinfektionstücher, muss man dazu sagen. Habt dafür noch eine Schere, fehlt in diesem Fall allerdings die Zeckenzange. Zusätzlich kommen aber eben nochmal die Sicherheitsnadeln dazu. Ach, und Klebeband ein wenig ist auch nochmal dabei. Diese Tasche, also ähnlich zu der gerade gezeigten von Tasmanian Tiger, kostete allerdings gerade mal die Hälfte, also knapp 10 €. Kommen wir jetzt zum preiswertesten Modell, was wir hier heute vor uns haben. Die kostet gerade mal, ich glaube, 6,50 €, also knapp 7 €. Ist ähnlich groß wie die anderen, hat allerdings keinerlei Befestigungsmöglichkeiten, außer diese beiden Schlaufen. Könntet ihr also an einem Karabiner anbringen, und auch da schauen wir natürlich jetzt rein. Auch hier ein unterstützender Verband. Dazu wieder eine Wundauflage bzw. ein Pflaster, was ich zurechtschneiden kann. Die Sicherheitsnadeln, Klebeband, hier nochmal ein normales Pflasterset dazu, eine kleine Wundkompresse, Desinfektionstücher, Reinigungstücher, dann dazu nochmal ein Dreieckstuch, um zum Beispiel den Arm irgendwie zu fixieren, eine Schere für das Ganze und hier noch ein Beutel für die Beatmungshilfe. Hier können wir jetzt schon ganz klar sagen, von den kleinen Packs sicherlich das, wo am meisten drin steckt. Noch etwas, was auch in ähnlicher Größe ist, etwas flacher, ist in diesem Fall das kleinste Set von Rhino Rescue, was wir hier haben. Kostet knapp 13 €, kann sich auch nur wieder an einem Karabiner befestigen lassen und hat noch einige Eigenheiten, die wir bisher nicht hatten. So ist das hier zum Beispiel das erste Set mit einer Rettungsdecke, auch wieder einem ganzen Pflasterpaket. Dazu kommt noch etwas für die Füße, wenn ihr euch Blasen lauft, also durchaus auch etwas für Wanderer das Ganze. Dann antiseptische Tücher, und hier, was ganz interessant ist, das sind Jodstäbchen, die könnt ihr aufbrechen oder aufschneiden. Dann läuft das Jod praktisch in das Wattestäbchen oder in die Watte hinein, und somit könnt ihr Wunden desinfizieren. Und dazu nochmal normale Stäbchen, die ihr nutzen könnt, um dann die Wunde weiter oder das Jod weiter verstreichen zu können. Hier muss ich jetzt schon ganz klar sagen, das sind sicherlich einige nützliche Dinge, allerdings als Alleinversorgung für mich unbrauchbar, denn mir fehlt
ein Verband etc. oder eine Schere, was wir hier in den anderen Packs schon hatten. Ist aber sicherlich, auch gerade wenn ihr auf Wandertouren geht oder sehr viel draußen seid, eine gute ergänzende Alternative und das für 12 € ein bisschen. Kommen wir also zum nächstgrößeren Set, wieder von Rhino Rescue. Auf der Rückseite verschiedene Möglichkeiten, das an eurem Gürtel, euren Rucksack, euer Mollesystem zu befestigen und in diesem Fall gleichzeitig noch mit einem kleinen Karabiner dabei. Recht groß, mit unterteilten Taschen nochmal, Einschubfächern, um Dinge zusätzlich unterzubringen, haben wir in diesem Fall einige Leertütchen, die ihr sicher verschließen könnt, die dann auch wasserdicht sind, zum Beispiel für Medikamente, die ihr mitnehmen möchtet. Und dann dazu natürlich alles, was ihr nochmal für die Erste Hilfe benötigt. Klebeband, dazu hier das erste Mal zur Behandlung von Stichen und Mückenstichen einige Dinge. Da verschiedene Wundpflaster, auch Wundkompressen dazu und auch noch kleinere Wundkompressen, sodass ihr die nicht unbedingt zurechtschneiden müsstet. Natürlich für das Ganze den unterstützenden Verband. Zur Behandlung dann Einweghandschuhe, eine kleine Schere, auch hier wieder die eben schon gezeigten Jodstäbchen, um Wunden zu desinfizieren. Auch hier nochmal antiseptische Tücher. Und zu guter Letzt ist bei Rhino Rescue auch wieder eine Rettungsdecke mit dabei und wie im vorhergegangenen Kit etwas gegen Blasen an den Füßen. Und das haben wir hier wirklich nicht so ganz verstanden. Das ist eigentlich, um den Arm so abzubinden, dass ihr eine Ader finden könnt, also um eine Spritze zu geben oder Blut abzunehmen. Eignen zum Abbinden tut sich das generell eigentlich nicht. Also es ist kein Tourniquet-Ersatz. Warum das also in diesem Pack drin ist, konnte keiner von uns beantworten. Es ist auf jeden Fall dabei. Und es deckt jetzt alles das ab, was wir im vorigen Pack hatten, plus nochmal die Grundversorgung mit Verbandpflastern und Wundkompressen. Dafür kostet das Ganze aber auch schon über 20 €. Also wir liegen da, glaube ich, bei 29 € schon, ist somit im gehobenen Preissegment anzusehen. Im Großen und Ganzen aber erstmal ein relatives Rundum-Sorglos-Paket. Kommen wir zum nächsten, größeren Bruder davon. Hat hier einen Trageriemen, dafür aber keinerlei anderen Befestigungsmöglichkeiten mehr, was ich nicht ganz verstehe, weil das haben sie ja eigentlich damit ganz gut gemacht. Das fehlt aber hier. Trotzdem 2 Wegereißverschluss und innen drin auch wieder völlig aufgeräumt mit 2 großen Fächern, wo alles einsortiert ist. Auch hier finden wir Dinge, die wir schon kennen. Verschiedene Pflaster. Hier wieder gegen Blasen an den Füßen. Dann dazu aber Alkoholpads zum Desinfizieren, antiseptische Pads dazu zum Desinfizieren und auch hier wieder gegen Mückenstiche verschiedene Behandlungsbeutel. Selbstverständlich sind auch wieder Verbände mit dabei, verschiedene Wundkompressen, hier ein Abdominalpad, um es dann auf die Brust drücken zu können und umzubinden. Dazu auch ein Dreieckstuch, das ihr selbstverständlich auch für den Körper noch anwenden könnt. Typische Leukoplast-Kleberolle. Auch wieder mit dabei sind die typischen Jodsticks hier und die Wattesticks, um dann weiterarbeiten zu können an einer Wunde. Auch zusätzlich gibt es hier wieder einen Beatmungsbeutel, den ihr verwenden könnt. Eine Rettungsdecke, wie eben schon gezeigt, die verschiedenen leeren Beutel, die dann wasserdicht schließen für eure Medikamente, wenn ihr sie mitnehmen möchtet. Für die ganze Behandlung natürlich nochmal Einweghandschuhe. Und dann kommt wieder die Möglichkeit, euren Arm etwas abzubinden, um eine Ader suchen zu können. Weitere Wundkompressen, eine kleine Rettungspfeife sogar und obendrauf noch ein Digitalthermometer, um die Temperatur messen zu können. Jetzt das erste Mal mit dabei, eigentlich auch oft wichtig, wäre dann noch die Kleiderschere zu erwähnen. Und dann noch 3 spezielle Sachen. Einmal eine Schiene, falls ihr einen Bruch unterstützen müsst. Ein sogenanntes Burn-Gel, also ein Gel, das gegen Verbrennung hilft. Und was ich denke, auch gar nicht schlecht, ein Eispack, das könnt ihr kneten, schütteln, dann wird es halt kalt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Prellung habt,
oder sowas und die kühlen möchtet. Also bei diesem Pack wurde wirklich an wahrscheinlich mehr gedacht, als euch zustoßen sollte, aber da seid ihr wirklich für viele Situationen gewappnet, also seien es Stiche von Insekten, sei es eine offene Wunde, ihr habt Jod, ihr habt Desinfektionsmittel dabei, sei es ein Kühlpack eben für Verstauchungen etc. Sogar einen Bruch könntet ihr mit unterstützen, ihr könntet eure Temperatur messen, habt eine Rettungspfeife dabei und. Dafür kostet dieses gesamte Paket allerdings auch schon über 40 Euro. Da seid ihr mit 47 Euro ungefähr dabei. Habt aber, wie gesagt, dann auch wirklich für eigentlich so jede Situation eure Ausrüstung am Mann. Kommen wir jetzt zum Ferrari unter den Packs. Und das kann man durchaus so sagen. Haben wir noch eine Tasche von TT dabei, also Tasmanian Tiger, die wieder am Gürtel gut befestigt werden kann. Sie kann gut getragen werden. Sie ist robust und stabil und hat auch vorne wieder eine Klettfläche für vielleicht euer Namensschild, Blutgruppenabzeichen etc. Und auch wieder einen Zwei-Wege-Reißverschluss, der theoretisch mit behandschuhter Hand genutzt werden kann. Allerdings denke ich, müsst ihr die Handschuhe spätestens dann ausziehen, wenn ihr zur Erstversorgung schreitet. Aber natürlich ist es trotzdem leichter, damit schnell die Reißverschlüsse zu öffnen und somit seid ihr auch viel schneller an eurer Ausrüstung. Wie gewohnt ist hier auch wieder alles sehr gut unterteilt und sehr übersichtlich gestaltet. Und nun schauen wir mal, was da alles drin steckt. Auch hier haben wir ein großes Verbandstuch mit dabei, dann Endlospflaster, weitere Pflastersets, unterschiedliche Kompressen, Alkoholtupfer bzw. also Desinfektionsmöglichkeiten, eine Schere für die Pflaster, zusätzlich eine kleine Pinzette noch dazu, dann die Einmalhandschuhe für die Behandlung, eine Rettungsdecke für den Wärmeerhalt und hier dann nochmal das Verbandszeug, ein zusätzliches Dreieckstuch und eine große Rolle Klebeband. Zusätzlich ist das erste Set, bei dem ihr eine kleine Anleitung mit habt. Also falls euer Erste-Hilfe-Kurs schon zu lange her ist, sind hier nochmal die Dinge aufgelistet, wofür sie eigentlich da sind. Und auf dieser Seite nochmal eine kurze Erste-Hilfe-Zusammenfassung. Das Ganze ist sehr hochwertig, gerade die ganze Tasche mit den vielen Unterteilungen und den ganzen Klarsichthüllen praktisch, wo ihr sofort seht, was wo steckt. Hat dann aber auch seinen Preis und zwar mit ungefähr 80 Euro wärt ihr dann hier dabei. Damit sind wir mit den Erste-Hilfe-Packs erstmal fertig. Wir kommen auch gleich noch zu dem First Responder Rucksack, was da noch alles drin ist. Wir möchten jetzt aber erstmal den Vergleich stellen zum herkömmlichen Verbandskit fürs Auto. Das ist natürlich genormt und zertifiziert. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier alles bekommen. Bekommen wir hier mehr oder fehlt hier etwas, was wir gerade in den Packs schon hatten? Auch hier Kompressen, Verbandsmaterial, dann normale Feucht- bzw. Säuberungstücher, auch hier nochmal Kompressen. Dann ja seit Corona 2 Atemschutzmasken in dem Fall mit dabei. Ohne gar keine Verbände, sondern hier haben wir Bandagen, also für alle Sportler etc., um Gelenke zu unterstützen. Eine ordentliche Kleiderschere, nochmal wieder Kompressen, Dreieckstuch, Einmalhandschuhe für die Versorgung, dann die sogenannten Wundschnellverbände, beziehungsweise sind das dann immer diese großen Pflaster, die wir in den anderen Packs ja auch hatten, die ihr zurechtschneiden könnt. Hier nochmal eine Kompresse, noch weitere Verbände und dann dazu die Rettungsdecke. Dazu kommt wie immer nochmal Klebeband oder eben Tape und auch hier eine Kurzanleitung über alle Erste-Hilfe-Maßnahmen, also eigentlich alles das, was ihr in eurem Erste-Hilfe-Kurs schon gelernt habt, wenn ihr da einiges vergessen solltet. Damit kann man sagen, wir haben hier sehr viel für die Wundversorgung. Wir haben Bandagen, um Gelenke und Knöchel zu unterstützen, auch die Rettungsdecke, wie wir sie kennen, und nochmal die große Kleiderschere. Hatten wir im Großen und Ganzen auch in den anderen Packs, bis auf die Bandagen, die sind hier nochmal dabei. Und ansonsten haben wir aber auch in den anderen Packs teilweise Sachen gegen Stiche, gegen Verbrennungen oder ein Cold Pack, die wir hier im Verbandskasten nicht haben. Was hier aber auffällt, ist es wirklich eher dafür gemacht, für einen Verkehrsunfall, würde ich behaupten. Also ihr habt mehr Verbände, ihr habt mehr Kompressen etc., damit ihr immer gleich auch mehrere Verletzungen behandeln könnt.
werfen wir jetzt auch noch mal einen Blick auf einen First Responder, also einem Rucksack, der eigentlich für den Einsatz gedacht ist, in diesem Fall für militärische Einsätze. Was kann der noch mehr? Bringt das was? Denn so ein Rucksack kostet immer weit mehrere 100 Euro. Wir gehen jetzt auf diesen First Responder, also auf diese Tasche, gar nicht genauer ein. Wenn ihr da ein ausführliches Video drüber sehen möchtet, gebt uns einfach Bescheid. Dann können wir auch den nochmal gesondert vorstellen oder auch im Vergleich zu anderen ihn uns genauer anschauen. Uns geht es nur um den Inhalt jetzt. Fangen wir erstmal an, wieder etwas ganz Besonderes. Ein großes Paket mit Verbrennungssalbe. Und im Inneren sehen wir jetzt schon, ist der Rucksack ganz anders aufgebaut. Er hat hier nochmal unheimlich viele Möglichkeiten, zusätzliche Erste-Hilfe-Ausrüstung mit einzuschlaufen, die fehlt oder die ihr für euren Einsatz braucht. Denn genau dafür ist dieser Rucksack ja auch da. Ihr sollt in eurem Einsatz vorbereitet sein. Hier also gleich schon mal Möglichkeiten für die Beatmung, also um für den Rachen oder die Nase beatmen zu können. Hier haben wir Chest Seals, dann auch hier wieder viel Spezialmaterial. Also wir haben hier Augenschilder, um das Auge vernünftig abdecken zu können. Wir haben auch hier wieder Brandsalben mit dabei, zusätzlich elastisches Verbandmaterial. Zu den Nasen- und Rachenschläuchen von vorhin, hier natürlich der dazugehörige Beatmungsbeutel, dann hier bei Frakturen dann wieder Unterstützung, also Schienen. Dazu kommen hier diverse Rettungsdecken für den Werbeerhalt, unterschiedliche Verbände und Bandagen. Dazu Kompressen und Gazés, dann hier nochmal Bandagen, weitere zum Stabilisieren von Gelenken. Dann nennen sie es Combat Tapes, also richtig breite und stabile Kleberollen und dazu natürlich noch Tourniquets und hier zum Beispiel noch ein Leuchtstift, um die Pupillen kontrollieren zu können. Dazu gibt es noch die Verletztenkarte, die ihr ausfüllen könnt, wenn der Patient dann übergeben wird an den nächsten Arzt. Und zusätzlich habt ihr hier nochmal bebildert eine kurze Erste-Hilfe-Anleitung, um euch auch da zu unterstützen. Kommen wir also zum Fazit und zu unserer Eingangsfrage. Ist Erste Hilfe ein Luxus? Oder was ist euer Leben wert? Wir haben hier sehr klein begonnen mit 6 Euro irgendwas. Ein ganz normales Erste-Hilfe-Paket mit ein bisschen Verbandszeug, Desinfektionsmittel, Pflaster, einer Schere und so weiter. Also alles das, was ihr sicherlich auch in eurem EDC-Pack dabei haben könnt und eigentlich immer eine kleine Grundversorgung habt, damit, wenn ihr euch verletzt, irgendwie was am Mann zu haben. Das Ganze geht dann natürlich so weit, dass ihr zum Beispiel für Wanderungen ausgerüstet seid, etwas gegen Blasen habt, gegen Insektenstiche, für Verbrennung dabei ist, etc. Und das Ganze nochmal hochpusht, um auch wirklich für alle Situationen gewappnet zu sein. Wenn ihr also zum Beispiel wirklich eine größere Tour macht, irgendwo 3, 4, 5 Tage unterwegs seid und nicht genau wisst, was passiert, plus Frakturunterstützung, Dreieckstuch, etc. So ein großer First Responder ist in der Regel für den Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht geeignet, denn euch wird wahrscheinlich die Erfahrung und das Wissen fehlen, um viele Dinge davon vernünftig einsetzen zu können oder jemanden so zu behandeln. Und dann sieht man natürlich auch mit den ganzen Sachen, die sich darin befinden, dass das Ganze sehr speziell und auch hier vor allem für den militärischen Bereich ausgelegt ist. Eins hat das aber wiederum mit dem Erste-Hilfe-Koffer aus dem Auto gemeinsam. Dieses ganze Set hier ist dafür gedacht, wirklich mehrere Verwundete zu versorgen. Aber was braucht ihr nun wirklich? Ja, das ist schwer zu sagen, das ist natürlich immer situationsabhängig. Ich denke mal, wenn ihr einfach nur eine Fahrradtour macht oder mit eurem Kleinen irgendwie auf den Spielplatz geht und dann dafür Sorge tragen möchtet, dass wenn er sich da verletzt, irgendwo runterfällt, ihr ihn kurz verarzten könnt, dann reicht sicherlich eines der kleineren Erste-Hilfe-Packs. Alles andere solltet ihr spezifisch auf eure Situation anpassen. Also ich selber würde auch wahrscheinlich mir verschiedene Dinge zusammenstellen, also vielleicht 2 Packs nehmen und dann in eine Tasche packen, um für eben wirklich meine Situation gewappnet zu sein. Der First Responder ist eigentlich wirklich nur für jemanden da, der es ernst meint. Also jemand, der vielleicht selber Ersthelfer ist und dann gewappnet sein möchte, wenn er vielleicht in einen schweren Verkehrsunfall gerät oder da Leute versorgen müsst oder ihr wirklich bei einer Einheit seid. Ansonsten könnt ihr euch den sicherlich zu Hause hinpacken, aber ganz ehrlich, das meiste davon werdet ihr nicht benötigen. Und damit sind wir auch schon am Ende. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr Erste Hilfe technisch ausgestattet seid oder ob das überhaupt ein Thema für euch ist. Würde uns mal interessieren. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.